Could you imagine living in a convent or a monastery? In obedience, chastity, and poverty? Sister Helena chose this way of life at age 24. Das war überhaupt nicht mein Traum, Schwester zu werden. So why did she enter a convent? And what's it like to live with strict rules and very little contact with the outside world? Doesn't it get boring? Ich bin Schwester Helena und ich zeige euch mein Leben im Kloster. Behind the walls of this Catholic convent in Auerbach, Bavaria, the now 28-year-old Sister Helena begins her day at 4:45 a.m. Wir stehen so früh auf, um die ersten Stunden irgendwie des Tages auch in der Stille noch zu nutzen. Ich bin tatsächlich nicht so der Frühaufsteher, aber ich konnte mich ganz gut umgewöhnen. Before breakfast, the community gathers in the convent church for silent contemplation, followed by Mass. Am Anfang, wenn man hier so reinkommt als Schwester und denkt man sich, oh, ganz viel Routine und irgendwie immer der gleiche Tagesablauf. Ich würde sagen, das Leben als Schwester ist alles andere als trist und langweilig. Ich kann mir, glaube ich, kein aufregenderes Leben vorstellen. Sister Helena was baptized Anke Bosse. She grew up as an only child in a rural part of Baden-Württemberg. She enjoyed making music as a little girl. As a teenager, she loved travelling and got involved in her church as an acolyte. All the while, nobody suspected that her life would take a different turn. Ich wollte eigentlich viel mehr immer heiraten, eine Familie gründen, Kinder haben. Ich mag es total, Familien zu sehen. Ich mag Kinder. Ich genieße das einfach auch, das zu sehen. Aber ich weiß ganz tief, dass es nicht mein Weg ist. After graduating from school, she studied psychology. On an exchange semester in England, she got to know a Catholic community and began questioning her relationship with God. Mir ist förmlich ein Licht aufgegangen, wo ich auch gemerkt habe, ich werde irgendwie hungrig auf den Glauben und habe dann aber auch im gleichen Zug gemerkt, dass ich mein Leben verändern muss, wenn ich dem wirklich auch folgen will. To make this change, Anke was prepared to leave her old life behind, step by step, along with everything generally important to a woman in her early 20s. Und dann wurde es ganz brenzlig, weil zu dieser Zeit war mein größter Wunsch der Partnerwunsch. Ich habe geheult manchmal beim Beten und habe mir gedacht, du wirst auf ewig unglücklich sein und kein Partner, du wirst alleine bleiben oder vielleicht musst du noch ins Kloster gehen. Plötzlich hat sich was gelöst und es war das erste Mal so, Partnerwunsch ist nicht alles. On a visit to Auerbach, she listened to the priest's sermon in the Abbey Church and then she made her decision. Mich hat es quasi getroffen wie der Blitz und ab diesem Zeitpunkt war es klar, das Ordensleben ja, Schwester sein hier in diesem Orden ja. After Holy Mass and breakfast, many of the sisters go about their occupations, which sets the active order apart from others. Sister Helena works outside the convent as a psychologist counselling parents on child-rearing matters. Ich verdiene im Prinzip schon Geld, aber nicht für mich, sondern mein Gehalt geht direkt an das Kloster. She does get some pocket money for her Saint's Day or visits to her parents. Ich weiß meistens nicht, für was ich es eigentlich ausgeben soll. Ich habe mal versucht, im Heimaturlaub was für Bücher loszuwerden, aber auch da war es leider erfolglos, weil dann meine Eltern mir das Geld wieder zugesteckt haben. Sister Helena pledged herself to a life in poverty when she entered the convent. She forgoes any and all luxury. Wir sind hier in einem unserer Gästezimmer. Das ist ungefähr vergleichbar mit den Schwesternzimmern in der Klausur. Ein Bett, ein Schreibtisch, ein Schrank und was natürlich nirgendwo fehlen darf bei uns, auch ein Kreuz in den Zimmern. Viel mehr ist nicht drin. The private area of the nuns, called the cloister, is closed to the public. Es ist so ein gewisser Bereich auch der Abgeschiedenheit, weil wir uns da zurückziehen können und uns eben dann auch auf Gott besinnen, mit dem wir ja auch sozusagen verheiratet sind und ihn nicht sehen können. Gelobt sei Jesus Christus. Amen.
Wir sind jetzt hier in unserer Klosterküche. Ich bin dort eher ein selten gesehener Gast, weil ich esse tatsächlich lieber, dass ich kochen würde. Schwester Bernadette ist unsere Küchenchefin. Ja, heute gibt's Kässpätzle. Hier im Mutterhaus sind wir um die 50 Schwestern. Davon gibt es natürlich die älteren Schwestern. Da ist es vielleicht bei manchen wie so ein Oma-Enkel-Verhältnis, könnte man vielleicht sagen. Also wir respektieren uns gegenseitig. Fewer and fewer women are entering Germany's convents. Currently, they count about 10,000 nuns. But unlike most of the other orders, the one in Auerbach has no shortage of novices. 10 of the sisters are younger than 30. Da haben wir natürlich ein ganz anderes Verhältnis, also ein viel engeres Verhältnis. Ich würde das eigentlich fast schon als familiär auch bezeichnen, weil es natürlich auch so ist. In der Familie sucht man sich seine Familienmitglieder nicht aus und das ist ja hier auch so. Even with the praise and worship song as part of an otherwise strict daily prayer routine, there's room for improvisation. And in sports too, they can wear sneakers under their habits. Ich bin immer gerne dabei, wenn ich geschafft habe, mich zu überwinden, in die Sportstunde zu gehen. Das passiert leider nicht so oft. Sister Helena only gets in touch with her parents and other family members once every 2 weeks. She can speak to them privately over the reception desk telephone for about 30 minutes. Guten Morgen. Überraschung. Für meine Eltern ist es bestimmt schon kurz. Also sie freuen sich, wenn es mal länger ist. Manchmal überziehen wir auch, aber genau. Man sieht ja seine Eltern, wenn man jetzt nicht gerade mit denen irgendwie im gleichen Haus wohnt oder in der gleichen Stadt, auch nicht jede Woche oder wie auch immer. Die Verbundenheit zur Familie, würde ich selber sagen, ist einfach mehr auf einer geistigen Ebene. Als ich meiner Mutter das erste Mal gesagt habe, dass ich vorhabe, ins Kloster einzutreten, war sie erst geschockt. Aber dann kam kurz danach irgendwie der Moment, irgendwie habe ich es auch geahnt. Along with her vows of poverty and obedience, Sister Helena has pledged herself to a life of chastity. Ich habe keine Sehnsucht danach, in irgendeiner Weise sexuell aktiv zu sein. Natürlich hat man manchmal den Wunsch irgendwie nach körperlicher Nähe, nach Umarmung oder wie auch immer. Das gehört zum Menschsein dazu. Aber ich würde sagen, es ist kein Gedanke, der jetzt meinen Alltag besetzen würde. Also ich bin mir ganz sicher, dass meine Eltern sich viele Enkelkinder gewünscht hätten. Und da war natürlich schon die Enttäuschung da, dass es ja für sie auch bedeutet, wenn ich ins Kloster gehe, wird es keine Enkelkinder geben. Und trotzdem zählt am Ende auch, dass ich glücklich bin. Sister Helena has one more year on her 3-year profession or vows to the order. Then she can decide whether to leave the community or pledge herself as a nun for life. Also bei der ewigen Profess verheiraten wir uns sozusagen ewig mit Jesus. Und man hatte jetzt so viel Zeit, um irgendwie auf diesen Tag zuzugehen und jetzt das endgültige Ja zu sprechen sozusagen. Und da ist einfach nur Freude, wenn ich daran denke. Could you imagine a life in a convent?